Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des Gutshausprojektes. In diesem Teil werde ich euch zeigen, wie man eine Schadenskartierung erstellt. Dafür habe ich mir ein Buch besorgt, das ist von Klaus Erler und das heißt Alte Holzbauwerke beurteilen und sanieren. Und natürlich brauchen wir noch des Weiteren meine Notizen, die ich damals im zweiten Teil, also beziehungsweise wie ihr im zweiten Teil sehen konntet, ich im Gutshaus aufgenommen habe. Im Buch von Klaus Erler gibt es dann auf Seite 59 ein Beispielbild, wie man eine Schadenskartierung erstellen könnte. Und da gibt es auch eine Legende dazu und die habe ich dann auch so übernommen. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns hier im zweiten Dachgeschoss. Und ich würde mich jetzt hier Raum für Raum vorarbeiten. Anhand meiner Notizen und an den Fotos, die wir im Gutshaus aufgenommen haben, kann man dann wunderbar nachvollziehen, wo überall Schäden aufgetreten sind. Und diese Schäden werde ich dann Stück für Stück eintragen. Fangen wir hier an. Wie wir bereits auf den Bildern sehen konnten, ist hier ein erheblicher Brandschaden. Da das Holz schon recht abgebrannt ist, werde ich diese Fläche so markieren, dass man sie nicht mehr betreten sollte. Dafür zeichne ich jetzt hier ein Rechteck mit zwei Diagonalen. Im Buch von Klaus Erler steht es dann so beschrieben, dass man diesen Deckenbereich nicht belasten sollte oder beziehungsweise überhaupt nicht betreten sollte. Des Weiteren werde ich dann ein kleines Rechteck erstellen, ungefähr so, und die Nummer 1 hier reinschreiben. Und die werde ich dann ungefähr hier hinsetzen. Dieses Symbol bedeutet Foto 1. Das können wir zum Beispiel hier sehen. Und dieses Foto werde ich jetzt als 1 bezeichnen. Da es neben dem Foto auch noch zwei weitere Fotos gibt, werde ich dann natürlich auch noch Foto 1, 2 und 3 erstellen. Und des Weiteren werde ich auch nochmal hinschreiben, dass es hier einen Brandschaden auf der Deckenfläche gibt. Genau, so, und jetzt werde ich hier nochmal die Fotos nummerieren. Wie wir hier schon sehen konnten, sehen wir auch schon im Dachstuhl, dass die Sparre schon sehr zerstört ist. Das müssen wir natürlich auch noch markieren. Wir gehen wieder zurück auf unseren Grundriss und werden dann
das Ellipsensymbol nehmen und nehmen hier die Abbruchlinie. Die werden wir dann ungefähr hier hinsetzen. Genau, das sieht gut aus. Damit wir später wissen, um was es hier überhaupt geht, werde ich jetzt das noch bezeichnen. Und dafür nehme ich dann den Kurzbegriff Sparen. Und der hat einen Feuchteschaden, kann man schon fast sagen. Genau. Das heißt, SP heißt Sparen und F heißt Feuchteschaden. Okay. Jetzt gehen wir wieder auf unsere Bilder und dann werde ich dann das gerade gezeigte Bild mit Nummer 4 nummerieren und hier auch eine Nummer hinsetzen, damit wir später wissen, um welches Foto es sich hier handelt, beziehungsweise auch an welcher Stelle es aufgenommen wurde. Das Foto müssen wir natürlich auch noch mit reinnehmen und das werden wir dann einfach mit Nummer 5 nummerieren und das setzen wir dann ungefähr hier hin. Nummer 5. Und Nummer 6 haben wir auch noch gleich. Das können wir auch noch mit hier hinsetzen. Und so erarbeiten wir uns dann Stück für Stück unsere Schadenskartierung. Das nimmt natürlich etwas Zeit in Anspruch, aber es lohnt sich dann doch schon, wenn man sich die ganze Arbeit gemacht hat. Ja, das kann man auch nochmal nehmen, das Foto. Da machen wir Foto Nummer 7. Und Foto Nummer 7 würde ich dann auch hier so mit hinsetzen, damit man dann auch später weiß, wo es aufgenommen wurde. Nummer 7 haben wir hier gehabt. Das würde ich dann als 8. Foto nehmen. 8. Beziehungsweise das können wir vielleicht auch gut. 7. 8. Ist halt immer eine Sache, wie man das dann interpretiert. Aber wenn man sich die Fotos dann anguckt, kann man auch schon sehen, in welche Richtung die dann aufgenommen wurden. 8. Und das ist dann Nummer 9. Vielleicht könnte man das auch so hinsetzen, dass man einfach sagt, okay, das 8. setze ich jetzt vielleicht hier hin, weil man guckt ja auch dorthin. Und Nummer 7, ja, das ist halt immer die Frage, wie man es halt interpretiert, ne? Ich würde es jetzt einfach mal da lassen. Genau, das war Nummer
8. Dann setzen wir hier zum Beispiel dann Nummer 9 hin. Das ist Nummer 9. Nummer 10, das können wir auch noch gleich damit hinsetzen. Genau, Nummer 10. 10. Hier kann man zum Beispiel auch schon sehr gut sehen, dass die Bretter auch schon sehr morsch sind. Das müssen wir dann auf jeden Fall auch noch mit eintragen. Genau, so. Jetzt kann man sagen, dass hier ungefähr, ne, hier sieht man den Schornstein. Und dann könnte man sagen, dass ungefähr hier, dass ungefähr hier das Loch ist. Und da kann man auch schon gleich sagen, das ist dann Nummer 11. Dann kann ich gleich Nummer 11 hier daneben setzen und sage dann, das ist dann hier mein Deckenbalken. Deckenbalken. Und der hat dann, was haben wir gesagt? Ich würde fast sagen, das war ein Kellerschwamm. Und den würde ich dann auch so bezeichnen. Den würde ich bezeichnen als B. als brauner Kellerschwamm. Okay. So, als nächstes gucken wir mal weiter. Genau, das war dann hier das Loch. Hier könnte man eigentlich auch nochmal mit aufnehmen, dass wir hier ein Loch hatten. Es war ungefähr hier. Also dann mache ich halt nur Deckenbalken. Genau, dann machen wir auch gleich gleich benennen hier. Die Nummer 12. Tipp mir Nummer 12 ein. So, gucken wir uns an, was als nächstes kommt. Genau, das werde ich als nächstes machen. Hier müssen wir auf jeden Fall sagen, dass hier eine großflächige Zerstörung vorhanden ist und wir erstmal den Bereich hier nicht betreten sollten, beziehungsweise auch nicht belasten sollten. So, und da habe ich mir da zum Beispiel notiert, dass die Deckenbalken auf jeden Fall kaputt sind. Dann kann man noch notieren, dass die Balkenköpfe auch kaputt sind. Dann vor allem auch die Sparren, wie man sieht.
und auch die Fetten. Genau. Okay. Das lege ich mal hier so hin. Dann werde ich mal hier noch eine Ellipse erstellen für die Fetten. Wie wir nämlich gesehen haben, waren die nämlich auch defekt. So. Das machen wir ungefähr so. Und dann werden wir auch noch gleich ein Foto hier mit hin tun. Und dann werden wir auch gleich noch ein Foto hier mit hersetzen. Das nennen wir dann Foto 13. So, wo haben wir es dann? Foto 13. Okay. Genau, da gibt es noch Foto 14, 15, 16. Dann machen wir das mal so. Wir haben jetzt gesagt 13 und dann gibt es noch Foto 14, 15 und 16. Genau, 14, 15. Das ändere ich gleich noch ab. So, 15. Das ist die Nummer 16. So. Und da gibt es auch noch einige Detailfotos, da muss ich auch noch mal gucken, wo die aufgenommen wurden. Zum Beispiel das hier, da muss ich noch mal genauer hingucken. Hier sieht man auch wunderschön, dass hier die Balkenköpfe kaputt sind, beziehungsweise ja, man auch die Decke hier nicht mehr belasten sollte. Hier sieht man nämlich auch nochmal, dass die Fette auch schon sehr angegriffen wurde von Bioorganismen und hier ist auch schon sehr feucht und ja, ist nur eine Frage der Zeit, bis das Dach ja wahrscheinlich nachgeben wird. Aber das können wir auch noch mit notieren hier. Das ist dann Nummer 17. Da können wir das auch noch gleich mit hinsetzen. Nummer 17. Und hier könnte man vielleicht auch noch allgemein sagen, dass das hier auf jeden Fall ein Feuchteschaden ist. Das werde ich mal noch dahinter setzen. Und des Weiteren werde ich mal noch hier hinschreiben, dass es auf jeden Fall ein Dachschaden ist. Und dann schreibe ich noch hin, dass es eine starke Durchfeuchtung der Bauteile gibt. Ich nenne es einfach mal Bauteile, weil es handelt sich ja um die Decke und um das Dach. Das passt hier nicht ganz hin. So, so ist es wahrscheinlich besser. Genau. So, gucken wir mal als nächstes. Ah ja. Das könnte man vielleicht auch noch allgemein mit hinnehmen. Das wurde auf jeden Fall ungefähr hier geschossen. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter hier hin.
Weil hier ist der Kamin, beziehungsweise hier ist der Schornstein. Und der Kehlbalken befindet sich hier. Hier ist das müsste die Strebe sein, genau. Kehlbalken, hier ist die Strebe. Also das heißt, es muss ungefähr hier sein. Und das nehmen wir jetzt Nummer 18. Genau. Das ist Nummer 18. Dann haben wir hier noch auf der Pfette auch noch einen Holzschaden. Da muss ich nochmal gucken, wo das gemacht wurde. Ah ja, hier, okay. Das wurde laut meinen Notizen hier unten aufgenommen. Muss hier hin. So. Gehen wir wieder hier hin. Das nenne ich Fette. Und da ist auch ein feuchter Schaden. Und so hier, feuchter Schaden. Und das ist dann hier Bild Nummer 19. Hier, genau, Bild 19. Zack. So, als nächstes gehen wir hier zum Schornstein. Und beziehungsweise werde ich das Foto erstmal noch umbenennen. Das war nämlich gleich neben der Stelle, die ich hier markiert habe. Das war ungefähr hier unten. Mach ich mal Nummer 20 hin hier. Genau, und jetzt gehe ich zu dem Schornstein. Hier haben wir dann auch geguckt und da war auf jeden Fall auch ein sehr großer Schaden an den Deckenbalken. Und das werde ich dann gleich mal notieren. Genau, das war hier. Hier die Ellipse. Das machen wir so und dann Beschriftung. Dann werde ich wieder sagen Deckenbalken. Und da kann man auf jeden Fall sagen, dass wir erstmal feuchte Schaden hier haben. Und wir haben höchstwahrscheinlich, was war das? Ein Kellerschwamm. Genau. Genau, das Foto werde ich mal ungefähr hier hinsetzen. Mal gucken, wie das dann nachher aussieht. Das werde ich mit Nummer 21 beschriften. Jetzt gehe ich noch hier hin. Nummer 21. Ah ja, da haben wir hier noch mehrere sogar. 22, 23, Nummer 24. Das werde ich dann hier auch nochmal gleich mit ergänzen. So, 22, 23, 24. Und das werde ich dann auch ein bisschen, mit hier hinsetzen, damit das, oder ich werde es vielleicht hier mit hinsetzen. Dann kann man es wenigstens besser nachvollziehen, wo es hingehört.
Ja, das sind die Fotos beim Schornstein. Hier kann man auch nochmal sehr gut sehen, dass der, dass der Deckenbalken komplett zerstört ist. Liegt wahrscheinlich daran, dass hier auch sehr viel Wasser runtergekommen ist über die Jahre und vielleicht auch die Leitung hier undicht war und deswegen hier auch sehr viel Wasser eindringen konnte. Und durch diese ganze Lehmschüttung hier auch das Wasser gespeichert wurde. Ja, das mussten wir dann komplett ersetzen hier. So, gut. Dann hätten wir das. Hier habe ich mir auch notiert, dass hier ein Kellerschwamm ist. Da kann man das eigentlich genauso übernehmen, wie es hier war. Allgemein kann man sagen, dass hier diese Fläche, das kann ich dann eigentlich auch nochmal beschriften. Das kann ich eigentlich gleich mal machen. Dann nehme ich die Polyline. Dann nehme ich nicht die Polyline, dann nehme ich die Spline. Und dann kann man hier allgemein sagen, dass die Fläche, das ging glaube ich bis hierhin. Oh. Weil hier gab es nämlich noch eine Betonfläche. Beziehungsweise müsste ich das vielleicht nachher nochmal abändern, weil wir wissen halt nicht, was hier hinten noch alles ist. Auf jeden Fall konnten wir hier sehen, dass die gesamte Fläche befallen war mit einem Pilz, beziehungsweise mit dem Kellerschwamm. Hm, okay, werde ich das hier mal kurz ausschalten. So, und jetzt werde ich ein Muster drunter legen. So, genau, sieht viel besser aus. Okay, aktiviere ich das wieder. So, genau, und diese gestrichelte, beziehungsweise das Muster soll dann andeuten, dass hier flächendeckend ein Kellerschwamm vorhanden ist. So, gehen wir weiter. Genau, hier kann man dann sehen, die Fläche hier, die Holzfläche, beziehungsweise die Holzbretter, die sind hier komplett zerstört. Und hier hinten müssen wir da jetzt mal noch gucken, was ich da noch weiterhin notiert habe. Genau, hier sieht man es auch nochmal schön. Hier die Fläche, hier zum Beispiel ist die Decke abgestürzt, beziehungsweise abgesackt. Das müssen wir auch gleich mal notieren, dass der Deckenbereich nicht begehbar ist. Das war ungefähr hier. Das würde ich dann, glaube ich, auch für die gesamte Fläche nehmen. Kurz zurück, genau. Also hier ist ja dann die Mauer. Und ich würde jetzt einfach sagen, dass hier die komplette Fläche nicht begehbar ist. Das kann ich noch ein bisschen weiter hier hinrücken. Genau, dann schreibe ich mal hier noch hin, äh, Decke abgesackt. Dann mache ich mal hier noch ein Zeigersymbol hin. Genau. Und das können wir dann eigentlich auch gleich nummerieren. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der 24.
Also nenne ich das jetzt hier, na, 25, 26. So, und das ist dann hier die Nummer, genau, 26. Und dann habe ich auch gleich schon gesehen, dass das hier die Nummer 27 ist. Das zeigt ungefähr hier dann den Bereich. Genau, das ist dann hier die 28. 28. Die zeigt nämlich auch hier mit hin. Die zeigt ungefähr hier mit hin. 28. Mhm. Da müsste ich hier mal noch mit hinschreiben, dass das hier die 29 ist, weil das zeigt nämlich genau hier mit hin. Das ist 29. Wahrscheinlich ist das noch mal das gleiche, genau. Dann kann ich hier noch gleich sagen, das war ungefähr hier vorne. Da machen wir hier eine 30 hin. So. Das schon nummeriert? Ne, 30. Das ist Nummer 30 hier. Das kann ich ja auch noch gleich noch mit hier hinschreiben. So, das haben wir, oder auch ungefähr hier gemacht. Das ist dann die Nummer 31. 31. Und dann können wir gleich noch sagen, dass hier noch die 32 mit da oben drüber kommt. Weil das ist nämlich vom selben Bauteil gemacht worden. Das war ungefähr da. Genau, und das ist was anderes. Genau, jetzt habe ich erstmal alle Fotos hier aufgenommen. Man könnte noch sagen, genau, dass das Foto hier, das nennen wir jetzt einfach die 33. Und das haben wir ungefähr hier aufgenommen. 33. Vielleicht kann man das auch anders machen, dass man einfach sagt, so, da mache ich einen Textzeiger hin, der kommt dahin. Genau, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass hier die Fette zerstört ist. Das mache ich so. Ist mir leider nicht so gut gelungen. Das muss ich nochmal drehen. So. Bisschen weiter hoch. Genau, und da können wir noch hinschreiben, dass hier die Fette, ja,
zerstört es. Ich mache einfach ein PF. Ja, sieht eigentlich schon ganz gut aus. Genau, das lasse ich jetzt mal so. Im nächsten Schritt erstellen wir dann den Plan. Und dann nehme ich mir schon mal das hier mit rüber. Das habe ich schon bei den anderen Plänen erstellt. Den werde ich jetzt einfach für meinen zweiten Dachgeschoss benutzen. Zweites DG. Gehen wir hier hin. Genau, da werde ich jetzt erstmal einen Planrahmen erstellen, beziehungsweise erstmal setzen, dass ich einen haben möchte. Genau, schließen. So, im nächsten Schritt hole ich mir dann meine Teilbilder. Okay, genau, Maßstab 1:100. Dann setze ich das ungefähr hier hin. Dann sage ich, dass die Farben vom Plan schwarz aussehen sollen. Genau, dann setze ich hier meinen Plankopf rein. Ändere das noch auf Schadenskartierung zweites Dachgeschoss. Datum stimmt alles. Genau. Dann muss ich mir noch meinen Notpfeil noch besorgen. Das war wahrscheinlich nicht richtig. Hier. Genau, ich brauche noch einen Notpfeil. Den setzen wir dann ungefähr hier hin. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen zum Rohbau, beziehungsweise zu meinem Plan. Den setze ich auf aktiv und das werde ich rauslöschen. Genau. Und so sieht es dann ungefähr aus. Jetzt könnte man natürlich noch ein bisschen hier die Bilder verrücken, beziehungsweise, ja, dass man das alles ein bisschen besser erkennen kann. Aber das kann ich dann ja noch machen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Im nächsten Schritt werde ich dann einfach hier das PDF erzeugen. Ich sage jetzt mal das hier. Ah ja, nee, eins fehlt noch. Linienfarbe muss ich noch hier abändern. Das muss ich noch machen. Das hier und das hier. Genau, so jetzt nochmal. PDF erzeugen. Zweites Dachgeschoss ist gewählt. Und jetzt okay. Okay, das ist mir auch zum ersten Mal passiert. So, nochmal. Okay. So, nochmal. Genau, jetzt keine Ahnung, was das war. Das habe ich zum ersten Mal gesehen. Genau, und so sieht es dann als fertige PDF aus. Und wenn ich das dann noch alles ein bisschen verfeinert habe, dann kann ich das dann weitergeben an den Holzschutzgutachter beispielsweise. Und er kann dann damit weiterarbeiten. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen zeigen, wie eine Schadenskartierung geht. Und ich freue mich dann, euch im Teil 4 wiedersehen zu können. Bis zum nächsten Mal.